Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir schauen, was ich dem Kollektiv heute mitgeben darf, welche Nachricht uns erreichen soll. Ja, wir sollen mutig sein. Etwas braucht ein bisschen mehr Bereitschaft von uns, angegangen zu werden. Die Karten wollen uns auch Mut zusprechen. Und eine gewaltige Phase von spirituellem Wachstum. Wir kriegen hier sehr viel gezeigt. Wir haben die Erkenntnisse und Erscheinungen hier. Der Himmel schickt uns Zeichen. Wir haben so bewusstseinserweiternde Erfahrungen vor uns. Die Intuitionskarten von Martin sagen, es geht darum, Fülle zu erleben, mit Mut voranzuschreiten, die Fülle auch zu genießen, zu erlangen, sich nicht abbringen zu lassen vom Weg der Fülle. Fülle ist für jeden etwas anderes. Hier geht es darum, eine Vision aufrecht zu erhalten, wie man in der Zukunft mit allem umgeht, wo etwas auch die Bereitschaft von uns braucht, dass wir mutig voranschreiten, dass wir wieder Visionen haben, dass wir uns vorstellen können, wo der Weg hinführt. Wir haben ja hier auch die Erkenntnisse und Erscheinungen, also wir kriegen das gezeigt. Aber ich habe das Gefühl, wir übersehen das. Ne? Hier ist ja auch so ein Auge drauf. Ne? Und tief in unserem Innern sind wir vielleicht in uns gekehrt, suchen Antworten. Aber da ist auch ein ganz großer Prozess von Traurigkeit und Trauer, von Verlusten. Und ich glaube, das, was uns hier die Karten speziell mitteilen wollen, ist auch, dass man in dieser Trauer nicht hängen bleibt. Es geht immer weiter. Das ist auch keine Legung, wo das Außen uns so antreibt, ne? wo so viele Einflüsse sind, die hier kommen können, sondern da geht es darum, dass man aus seiner eigenen Stagnation raus, aus seinem eigenen Verlustgefühl, aus seinem eigenen Zustand von ich mag nicht oder ich mag nicht mehr oder mir ist alles zu viel. Trauer gehört zum Leben. Wir müssen Abschiede nehmen von Phasen des Lebens, von Menschen, von vielleicht auch manchmal von Geld oder von einer Emotion, die hier viel Entmutigung mitbringt. Und die Karten sagen hier einfach, hab mal Mut, hab wieder Zukunftsvisionen, bleibe nicht in der Trauer hängen, schaue auf die Zeichen, die man dir schickt und gucke immer wieder auch, dass du dich zentrierst. Ne? Hier ist sehr viel innerer Prozess. Das Element Feuer, die Energie, die hier gelenkt werden will, der Lebensplan, das kann ja auch so eine Aufgabe sein, die hier jetzt ansteht. Trauer zu beenden, die Energie in die Zukunft zu richten oder auch die Energie in die Fülle reinzugeben, statt in die Trauer. Auch anzuerkennen, dass, ja, dass die Dinge eben sind, wie sie sind und dass der Lebensplan einem nicht immer nur Blumen schickt oder Geschenke, sondern auch Verluste. Und es geht darum, dass man trotzdem weitermacht. Seine Energie wieder zentriert. Die Zeichen scheinen hier sehr wichtig zu sein, denn wir haben hier mehrere davon.
Trotz allem habe ich das Gefühl, dass man die Zeichen übersieht, weil man hier unter einer Glocke sitzt. Und ich habe ich hab so das Bild, wo man so sagt, komm, komm, komm mal jetzt raus da aus deinem Loch, geh an die Luft, raus aus dem Schneckenhaus, aus dem Versteck, aus dem Tal der Trauer. Und schau mal wieder, was dich eigentlich so entzückt in der Welt, was schön ist, was dich wieder staunen lässt. Also hier muss man so einen Punkt finden, an dem man anknüpft und dann denkt, okay, ich habe die Sonne gesehen, ich gehe jetzt öfter raus. Es gibt es auch nicht. Hier auch nochmal der göttliche Zeitplan. Das heißt praktisch, das ist eine Lebenslektion, die muss auch so sein. Es kann hier auch sein, wir haben unten drunter noch die neue Liebe, dass es Zeit ist, sein Herz wieder zu öffnen. Dass man vielleicht eine Partnerschaft betrauert oder einen Verlust in der Partnerschaft oder dass man so eingemauert ist in dieses Trauer- und Schmerzding, dass man auf dem Lebensplan viel Energie verschwendet, weil man in der Vergangenheit oder in der Trauer hängt. Und eigentlich ist es so vorgesehen, dass wir hier eine Herzöffnung haben und dass wir, naja, ich sag mal, vielleicht auch wieder jemand an uns ranlassen. Hier könnte es tatsächlich eine neue Liebe sein oder einfach auch der Herzbereich, der sich hier wieder öffnen will. Ich weiß aber auch, dass es nicht so leicht ist, ne? Es ist schon ein bisschen herausfordernd. Trauer kann man nicht so einfach abschütteln und die Gefühle der Trauer auch nicht so wirklich. Aber die Karten sagen ja halt, oder die Botschaft ist, dass man seine Vision wieder zurückholt, dass man anvisiert, was wichtig ist und dass man sich weiter auch auf den Lebensplan begibt. Hier hat man einen Test bestanden. Hier liegt eine Friedenserklärung. Hier steht drauf, I want to be a queen. Ja, wir wollen hier nicht, wie sage ich das, dass es nicht abwertend ist, als Trauerklops rumsitzen, sondern hier möchte man seinen Platz einnehmen, seinen Thron besteigen, das Zepter in die Hand nehmen. Und die Karten sagen auch, wir sind hier drüber, wir finden unseren Platz und wir können Frieden schließen mit den Themen, denn sie sind vorbei, wir haben es überstanden. Hier ist dann unten noch eine kleine Warnung am Deck. Denke nach, bevor du handelst. Ja? Guck genauer hin, frage jemanden, stelle Fragen, such dir jemanden, der vielleicht Fragen, die du hast, für dich beantworten kann. Das kann ein Freund sein, das kann die Meditation sein, das kann vieles sein, aber auf jeden Fall schau genau hin. Sei im Jetzt, sei präsent, denn wir können das Gestern nicht mehr herholen. Das Gestern ist vorbei und wir dürfen unseren Thron besteigen. Ihr Lieben, was eine Legung. Ich drücke euch ganz lieb. Bis morgen.